Moin Leute, wir sind in London, 3 Tage. Ich bin ehrlich, es wird nicht der perfekte Guide, weil London zu riesig ist, aber ich zeige euch richtig geiles Essen, richtig geile Orte. Let's go! Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in dieser 4-teiligen Videoserie machen wir nicht nur London unsicher und suchen definitiv nach dem besten Essen, sondern fliegen auch auf die grüne Insel Irland mit den schönen Wiesen, alten Schlössern und Bier bis zum Umfallen. London. Von Freitag bis Montag sind wir in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Und in Teil 1 schauen wir uns die größten Sehenswürdigkeiten der Stadt an, machen die ersten Food Courts unsicher und durchstöbern die Märkte der Schönen und Reichen in Notting Hill. Den Start machen wir aber am Trafalgar Square. Wir sind in London angekommen, es ist noch sehr früh, 10 Uhr morgens. Unser Airbnb hat erst um 15 Uhr auf, deswegen packen wir jetzt unsere Koffer in den Bahnhof oder sowas und machen schon mal die Stadt unsicher. Und dafür ist der Trafalgar Square der perfekte Ausgangspunkt mit seinem großen Brunnen und den majestätischen Säulen aus dem Jahr 1820. Denn von hier sind die großen Sehenswürdigkeiten nicht weit weg. Ach ja, wir haben übrigens den Zug von Stansted in die Innenstadt genommen. Unterschätzt nicht die Reisezeit von den 4 verschiedenen Flughäfen. Das dauert echt lange. Erstes Ziel geschafft. Wir haben bei einem Post Office unser Luggage abgegeben. Das kann man sich online einfach buchen, ziemlich easy. Ist glaube ich gar nicht so teuer. Ich glaube es waren 40 € für 4 Pieces of Luggage. Kann man machen, dafür können wir jetzt halt ein bisschen rumschauen. Und deswegen werden wir uns jetzt Buckingham Palace, Big Ben und Co. anschauen. Aber erstmal habe ich den ersten Snack des Tages. Ja, ist natürlich kein Geheimtipp, ne? Wir sind bei Pret à Manger. Das ist eine Kette, wo man sehr viele Snacks, Sandwiches bekommen kann. Die gibt es überall in London. Mittlerweile gibt es sogar in Berlin. Ich schwöre auf diese kleinen Brownie-Bars. Aber generell, wie ihr seht, gibt es hier auch sehr viele Süßes. Aber auch so Toasties und andere Sandwiches. Ich habe mir so ein Ham and Cheese Toasty geholt. Das wird schön warm gemacht. Kann man sich auf jeden Fall immer zwischendurch holen. Wenn ihr dann aber doch lieber einen Geheimtipp wollt, dann sind wir eigentlich schon in der richtigen Gegend. Covent Garden hat einige Foodspots und ich habe mich für eine skandinavische Bäckerei entschieden. Wir waren hier bei Baguette, ich habe es ja schon gesagt. Schwedische Bäckerei. Die haben natürlich vor allem Cinnamon Buns, aber ich habe mir sozusagen die Vanille-Variante geholt mit sehr viel Butter eingelegt, dann sehr viel Vanille zwischen und Zucker oben drauf. Ist richtig süß, leicht cremig auch irgendwie von drin, aber sehr, sehr süß, aber trotzdem super lecker. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, 4 Pfund halt, aber England ist halt teuer. Preise solltet ihr definitiv nicht unterschätzen und vor allem auch nicht den Umrechnungswert von Pfund auf Euro. Aber weiter geht's mit... Wir sind hier am Leicester Square und wollten eigentlich unsere Tour starten. Ich wollte euch mal eins vorweg sagen. Wir sind hier in London, wir sind 3 bis 4 Tage weg hier. Wir sind am Freitag angekommen, fliegen am Montag zurück. Ich kann euch eins sagen, das wird nicht der Ultimate Guide, weil London riesig ist. Hier gibt es so viel Essen, hier gibt es so viel zu sehen. Ich war jetzt schon 5-mal da und man findet immer neue Sachen. Aber ich zeige euch trotzdem ein paar coole Sachen und wir starten mit Chinatown. Typisch wie in vielen Chinatowns, falls ihr zum Beispiel meine USA-Videos gesehen habt, ich war ja schon mal in San Francisco, da ist auch ein Chinatown. New York ist wohl das bekannteste. Das hier in England ist relativ groß, das ist glaube ich so das größte Europas. Ich kenne auch kein anderes in Europa, ehrlicherweise. Hier gibt es super viele chinesische Restaurants, sehr viel uriges Chinesisches. Die Läden, die Schilder sind alle richtig in Chinesisch. Also ich war jetzt schon 4-mal in China und hier gibt es echt diesen Vibe. Das Coole ist, man kriegt hier auch Lin Lin Crepe, also es ist so chinesischer Crepe. Mal gucken, ob wir die nächsten Tage noch mal essen sollten. Aber wenn ihr auf jeden Fall hier seid, dann ist es entweder in einem chinesischen Restaurant mal gehen oder hier mal bei den Crepes vorbei. Ist echt cool. Ob kulinarisch oder kulturell, die Enklave im Londoner Halbbezirk Soho ist definitiv einen Besuch wert und existiert erst seit 1970 in dem Bereich der Stadt.
Das größte Chinatown ist übrigens in Paris, aber wir bleiben mal in London. Direkt neben Chinatown ist West End, da sind die ganzen Musical Theaters und hier gibt es sogar einen Death Note Musical, also von dem Anime. Mega krass. Ist auf jeden Fall cool, wenn man auf dem Weg zum Buckingham Palace bzw. Trafalgar Square ist, kann man hier einiges schon sehen. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, London ist krass, ne? So viel Geschichte, so viele Sachen. Ich glaube, wir kommen gleich noch am Piccadilly Circuit vorbei. Echt geil. Unsere Tour führt uns also weiter nach Westen. Gestartet bei dem Bahnhof Charing Cross sind wir hoch Richtung Soho, um dann hier anzukommen. Da seht ihr das Piccadilly Circuit, richtig krass. Ist ein riesiger, runder Screen, also um die Ecke gehender Screen. Ansonsten ist das jetzt nicht so krank hier, ne? Aber so ein bisschen Europas Times Square, würde ich mal sagen. Und von dort ist der St. James Park in der City of Westminster nicht mehr weit, der übrigens majestätischer nicht sein könnte. Schön durch die Royal Parks hier und auf dem Weg haben wir schon die Royal Guard gesehen, beziehungsweise die Pferdegarde, die die Wachablösung haben. England ist ja ein Land, das sehr auf seine Traditionen pocht und dazu gehört vor allen Dingen die militärische Royal Army Tradition. Und das ist einfach hier teilweise noch wie im 16., 17. Jahrhundert. Schon irgendwie interessant. Buckingham Palace. Ich glaube, jetzt geschichtlich muss ich nicht viel über Buckingham Palace sagen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Paläste in Europa, den wirklich jeder kennt. Fun Fact natürlich, obviously, die Queen wohnt hier nicht selbst, beziehungsweise der King mittlerweile, ja. Die leben auf Schloss Windsor. Aber hier ist ja sozusagen der Regierungspalast, wenn man so will. Hier ist die Queen Victoria Statue und hier hinten sind TV-Stationen, weil heute ist anscheinend der einjährige Todestag von Queen Elizabeth. Deswegen haben wir gerade auch schon so eine Parade hier durchfahren sehen. Und der ganze Weg ist hier komplett abgesperrt. Normalerweise fahren hier relativ viele Autos her. Es ist sehr voll. Aber sonst passiert hier gerade noch nicht viel. Wir schauen uns weiter um. Auch wenn die Größe nicht direkt überwältigend ist, von vorne zumindest, merkt man immer noch, dass hier der Hauptsitz einer riesigen Weltmacht beheimatet war. Krass. Gold, wo man hinschaut, breite Alleen, schöne Gärten und Touris, soweit das Auge reicht. Deswegen schauen wir uns doch lieber die nächsten Sehenswürdigkeiten an. Wenn man Glück hat, findet man dann auch noch einen Streetfood Market direkt auf dem Weg, wenn man zur Westminster Abbey will. Und zwar den hier. Kebab, libanesisch, Thai. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe Berlin ja für die Essensauswahl, aber London ist nochmal viel, viel krasser. Hier kriegt man so viel gutes Essen. Ich würde sagen, das ist die Food-Hauptstadt in Europa. Wir werden auf jeden Fall noch einiges essen. Ich bin ehrlich, wir kriegen hier nicht alles hin, aber ich habe noch einige Street-Food-Markets, die ständig hier sind und noch ein paar Restaurants rausgesucht. Das werden richtig gute Tage. Vor allem in Teil 2 machen wir dann Camden und Brick Lane. Insane. Aber jetzt geht's zur großen Glocke. Wenn man am Buckingham Palace war, muss man natürlich auch zu zwei der größten anderen Sehenswürdigkeiten in London, die Fußweg gar nicht so weit weg sind. Zumindest sind die beide im Stadtzentrum. Und zwar meine ich nicht diesen Bus, sondern, ihr hört es vielleicht gerade, das ist der Big Ben. Einer der atemberaubendsten Türme in Europa mit dem Parlament dahinter. Und da hinten hört man auch noch die Westminster Abbey. Das ist die Kirche, wo die Krönung stattgefunden hat von Charles III. Jetzt. Und wo auch die königlichen Hochzeiten stattfinden. Und auch Isaac Newton begraben ist. Also es ist auf jeden Fall eine besondere Kirche für den britischen Glauben hier. Und das Glocken ist was ganz Besonderes, denn das ist für die Krönung von Charles III. Und das ist nur alle paar Monate gefühlt. Also wir sind am richtigen Zeitpunkt hier.
Ehrlicherweise ist es schon beeindruckend, Big Ben auch in real zu sehen. Die Fassade und die kleinen Details machen eines der bekanntesten europäischen Wahrzeichen wirklich zu etwas Besonderem, das man sich aus verschiedenen Richtungen begucken kann. Zum Beispiel vom London Eye, diesem Riesenrad direkt an der Themse. Britischer könnte es hier wirklich nicht sein. Jetzt geht es aber weiter in den Osten, um auch endlich mal wieder was zu essen. So, nachdem wir so ein paar Highlights in der Innenstadt gesehen haben, dachte ich mir, wird es Zeit, was zu essen. Dafür haben wir den Underground genommen und sind hier zum Borough Market gefahren. Das ist ein ständiger Streetfood-Market, wenn man will. Und hier soll es richtig geiles Essen geben und das schauen wir uns mal an. Wie ihr seht, ist der Borough Market ein Mix aus Markt, wo man halt frische Erdbeeren kriegen kann, Früchte, Gemüse, aber auch frischen Fisch hier hinten. Und natürlich Streetfood-Sachen. Ich habe hier einiges gesehen, sogar einen deutschen Sourdough-Bread-Laden. Bin gespannt, was ich hier finde. Hier gibt es auch so riesige Paellas und Co. Das ist einfach hammergeil. Und das ist wirklich was für jeden, der auf kulinarische Experimente steht. Ich bin ehrlich, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Als ich meine Food Research gemacht habe, bin ich auf diesen Laden gekommen. Carcasian Dairy. Die machen eigentlich nur Käse, verkaufen die, aber auch eben solche Cheese Sandwiches und Raclette für 8 Pfund. Und das schmeckt aber krass. Die haben so viele verschiedene Käse, es zerfließt. Ich esse es erstmal. Sogar eine Käsekruste. Mega krass. Hammer. Aber es gibt echt noch viel mehr zu sehen, wenn man sich ordentlich umguckt. Der Borough Market ist einfach insane. Erstmal der Market, den habe ich euch vorhin ja schon gezeigt, der ist krass. Aber hier gibt es noch diesen Food Market, ein bisschen weiter rein, wenn der reingeht. Da gibt es japanisches Barbecue, da gibt es Tacos al Pastor, da gibt es Mac and Cheese. Humble Crumble ist sowas wie Apple Crumble mit einer Vanille-Custard oben drauf. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Ich bin gehypt noch für die Chicken Shawarma. Die haben auch eine krasse Limonade. Ich glaube, hier kommen wir nochmal hin. Zumindest beim nächsten London-Trip. Ich kann es nur empfehlen. Wir werden aber auf jeden Fall noch andere Streetfood-Märkte übernehmen hier. Denn London, das Essen ist einfach krass. Ich kann es nur wiederholen. Von hier hat man auch eine schöne Sicht auf The Shard, das größte Gebäude der Stadt. Spoiler, da werden wir nicht rauf, aber dafür auf ein anderes Hochhaus in Teil 2 und das sogar kostenlos. Obwohl ich aus Berlin komme, kann ich euch nur einen Tipp mitgeben. Unterschätzt nicht die Entfernung. Selbst aus der Großstadt ist es nichts gegen London. Hier dauert alles viel länger. Mit der U-Bahn, mit allen Bahnen dauert es gefühlt eine Stunde hier rumzukommen. Und die Stadt ist auch riesig. Wir sind jetzt gefühlt schon 20 Kilometer gelaufen, wo wir nur die Innenstadt, also wirklich die Innenstadt gesehen haben. Und in den nächsten Tagen ja noch andere Districts sehen werden. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Pause. Wir hatten was Schönes zu essen. Wir haben gefrühstückt, wir haben Mittag gegessen. Wir haben richtig viel schon gesehen. Jetzt schauen wir uns mal das Airbnb an. Und dafür fahren wir nach Kensington, einem Posh District im Westen der Stadt. Eine Bumgun. Damit, ich muss es nicht beschreiben, ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was die Bumgun macht. Ich habe sie damals in Thailand kennengelernt und habe mich jetzt echt krass auf unseren Vietnam-Urlaub gefreut, auch weil ich endlich wieder eine Bumgun bekomme und jetzt habe ich sie schon in London. Highlight. Das Airbnb selbst ist cool. 3 Etagen, 3 Toiletten, 3 Schlafzimmer. Jetzt nicht unbedingt billig, ist glaube ich 222 pro Person für 3 bis 4 Nächte. Ich schreibe es wieder unten rein. Ist aber richtig cool. Wir werden natürlich aber viel draußen sein, viel draußen essen. Aber man kann sich trotzdem mal einen Snack in der Küche machen. Sehr nice. Ersten Abend bleiben wir hier in Kensington. Wir haben hier ein richtig schönes indisches Restaurant gefunden, das eine 4,6 Sterne Bewertung hat. Wird richtig geil sein, weil wir sind hier in England, da kann man richtig geil indisch essen. Wir werden definitiv auch noch geil englisch essen, also Fish and Chips die nächsten Tage. Da habe ich auch schon was rausgesucht in Soho. Mal gucken, ob wir da hingehen oder noch in einem ganz anderen Restaurant. Hier gibt es ja einige davon. Aber dann werden wir heute noch an den Kensington Palace gehen. So ein bisschen hier also die Area rund um unser Airbnb ein bisschen auschecken. Weil wir müssen auch ehrlich sagen, wir sind ein bisschen kaputt.
War ein sehr langer Tag. Wir sind auch echt weit schon gelaufen. Aber morgen haben wir wieder sehr viel vor. Deswegen wollen wir uns nicht übernehmen, weil wir wollen hier echt viel noch sehen. Wir sind in Dishoom, richtig geiles Restaurant, habe ich ja gesagt. Es sieht einfach aus wie ein indisches Restaurant aus den 50s, aber ihr hört, es ist sehr laut. Deswegen esse ich jetzt, mache ein paar coole Shots und sage euch danach, wie es geschmeckt hat. Ich habe ja schon gesagt, als wir drin saßen, es sieht richtig schön aus, wie so ein 50s-Restaurant, so mit dem indischen Hauch, richtig cool. Die Gerichte waren relativ klein. Aber es war trotzdem alles super füllend. Ich hatte Chicken Tikka, die anderen hatten beiden so eine Art Reispott, der richtig lecker war. Kann man sich auf jeden Fall geben. Das Fleisch war richtig schön gewürzt, man hatte so eine leichte Schärfe drin. Man hat die ganzen Kräuter rausgeschmeckt. Indisches Essen hier in England ist, glaube ich, eben das Beste, was man in Europa bekommen kann. Ich bin ehrlich, auf meine Empfehlung solltet ihr nur hören, wenn ihr schon in Kensington seid, weil ich glaube, hier gibt es so viele krasse indische Restaurants. Aber jetzt zum Ende gucken wir uns noch den Kensington Palace an. Endlich was Royales. Immerhin wohnt hier der Kronprinz des Empires. Zeig uns doch mal das geile Schloss. So Leute, wir sind jetzt hier da, wo Will und Kate wohnen und wo auch schon Diana gewohnt hat. Das ganze Ding, der Kensington Palace, ist aus dem Jahr 1600 irgendwas. Uralt, wie alles hier in England gefühlt. Besonders die Queen war ja auch uralt. Aber, wie ihr seht, da sieht man eigentlich gar nichts, denn anders als in Deutschland wird sowas hier nicht nachts beleuchtet, bestrahlt. Es ist super dunkel in dem Park hier. Ich empfehle euch also eher bei Tag hier hinzugehen. Naja. Aber irgendwas muss es da doch geben, damit das jetzt hier nicht als Reinfall endet, oder? Hast du noch was? Falls ihr meine Videos kennt, wisst ihr, dass ich nicht unbedingt Kaffee trinke, also eigentlich gar keinen Kaffee trinke. Und ich wollte schon immer einen Laden finden, der wie diese coolen Cafés aufgebaut ist, nur mit Kakao. Und den habe ich hier gefunden. Knoops heißen die. Und die haben einfach Hot Chocolate in 100 verschiedenen Varianten mit einem verschiedenen kakaohaltigen Grad. Dann noch Ice Chocolate und Milkshake. Ich habe mir jetzt einen Ice Chocolate geholt und hoffe, der schmeckt so richtig gut. Deutlich besser als die in Breslau. Falls ihr das Breslau-Video übrigens noch nicht gesehen habt, schaut euch das hier an. Aber nicht ganz so gut wie in Mexiko. Das war nämlich schon das beste Frappé, aber richtig geil. Vor allem, weil man hier echt 100 verschiedene schokoladehaltigen Versionen haben kann. Mega nice. Das ist mein Highlight. Perfekt. Dann können wir beruhigt in Tag 2 des London-Trips springen. Guten Morgen Leute, wir machen unser erstes Highlight und nehmen einen Doppeldeckerbus quer durch London, denn wir wollen nach Notting Hill. Für Kids der 90er muss man mal nach Notting Hill gefahren, dann ist so ein Bezirk etwas nördlich von Kensington und da gibt es einen richtig geilen Markt, den wir uns jetzt anschauen werden und dann werden wir uns noch mehr angucken. Ihr habt es schon in den Highlights gesehen. Heute geht ab. Busfahren und generell Bahn ist momentan übrigens sehr leicht. Man braucht keine Oyster-Karte mehr, sondern kann einfach mit Kreditkarte an jeder Bus- und Bahnhaltestelle kontaktlos zahlen. Easy. Notting Hill gehört wie Kensington zum Royal Borough of Kensington and Chelsea. Ist also so eine richtig schöne Posh-Area. Deswegen ist Essen gehen hier auch in der Gegend immer sehr teuer. Vielleicht ist es ja auf dem Portobello Road Market etwas billiger heute. Falls ihr den Film Notting Hill kennt, kommt das für euch nicht überraschend. Aber Notting Hill ist super süß. Sehr viele kleine, alte Gebäude, Mini-Läden. Und wir sind jetzt auf dem Portobello Road Market. Der ist jeden Tag, bis auf Dienstags, glaube ich. Aber gerade am Samstag ist er am meisten gefüllt. Deswegen sind wir heute hier. Hier gibt es super viele Vintage-Sachen, Klamotten, anderen Krimbims. Und wir gucken mal, was wir jetzt zu essen finden. Auch wenn die Essenssuche sich erstmal schwierig erweist, ist für Vintage-Lover und Architekturliebhaber die Gegend echt ein Hingucker.
Hier gibt es auch Extra. Falls ihr meine USA-Videos kennt, die hatte ich ja in L.A. Waren jetzt nicht so krass wie Breckis aus Berlin, aber kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Und gibt es hier wohl als Kette mittlerweile schon in England. Aber das kennen wir ja schon und deswegen schauen wir uns mal die süßen Bäckereien an, die echt einiges an leckeren Pastries haben und dennoch wandern meine Augen rüber zu Knoops. Ich habe ja gesagt, ich gehe nochmal hin. Wir sind wieder bei Knoops und ich hole mir wieder eine Eisschokolade. Mega nice. Mittlerweile würde ich sogar sagen, besser als in Mexiko. Krasse Ansage. Nach einer kurzen Suche haben wir am Ende des Markts auch noch den Food Court gefunden. Von koreanischem Chicken bis hin zu afrikanischen Delikatessen. Eine geile Auswahl. Für mich aber nur der Snack aus Brasilien. Da wir nachher noch auf den Street Food Market gehen, hole ich mir jetzt nur einen kleinen Snack. Ich habe mir einen Pão de Queijo geholt. Brasilianisch. Sehr lecker. Eine Art Käsebrötchen. Schöne Füllung. Ziemlich cool. Leider haben die hier nur warme Guarana, sonst hätte ich mir auch noch eine geholt. Wir gehen weiter. Der Portobello Road Market ist definitiv ein alternatives Highlight, wenn man dem Innenstadtgewimmel etwas aus dem Weg gehen will. Dazu cute Häuser und eine schöne Atmosphäre. Aber jetzt zurück ins Getümmel. So, wir sind zurück in der Innenstadt und jetzt sind wir an der Oxford Street. Das ist sozusagen eine Einkaufsstraße, ähnlich wie die Maximilianstraße in München oder der Kurfürstendamm in Berlin. Hier schauen wir uns mal um und holen uns erstmal einen kleinen Snack und bei einer amerikanischen Kette, die ich sehr liebe und die es leider in Deutschland nicht gibt. Richtig geraten, wir sind bei Shake Shack. Normalerweise würde ich mir einen Burger holen. Ich habe mir meinen geilen Shake geholt, der richtig lecker ist. Und dann geht es gleich weiter, weil wir wollen nachher nach Camden noch. Deswegen esse ich jetzt hier nichts. Aber erstmal schauen wir uns die Oxford Street an. Kurz gesagt, neben übernatürlichen Ikea-Tragetaschen findet man hier jeden, also absolut jeden Laden und kann sich die Taschen voll kaufen. Oxford Street ist aber nicht die einzige Einkaufsstraße in der Gegend. Wir sind jetzt auf der Regent Street. Das ist direkt neben der Oxford Street. Die führt zum Piccadilly Circuit. Hier gibt es so richtig krasse Gebäude, so wie zum Beispiel Liberty London, was so ein richtig krasses altes Einkaufszentrum ist. Hier soll Hamleys sein, ein alter Spielzeugladen. Einfach sehr, sehr viel anzuschauen. Vor allem das Liberty London mit seinen uralten Fassaden sticht ins Auge. Wie geil das Liberty London ist. Es ist so ein super alt aussehendes Gebäude, alles aus Holz. Selbst der Fahrstuhl ist mit einer Holzvertäfelung. Dann hat man hier diese Galerie, wo man richtig tief runterschauen kann. Das Haus ist von 1875. Es sieht einfach so edel aus. Man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man die Queen selbst. Seit USA, also FAO Schwarz, habe ich nicht mehr so einen krassen Shop gesehen für Kinderspielzeug. Hier gibt es wirklich alles. Ich glaube, wenn du ein kleines Kind bist und hier vor Weihnachten, das ist einfach der Traum. Auf 5 verschiedenen Etagen sich ausleben und wirklich alles von Harry Potter bis hin zu Lego und übernatürlich großen Spielzeug. Hamleys ist einfach wow. Nach dem Spielzeugwarenladen könnt ihr auch in die Seitenstraße gehen und da kommt ihr zur Carnaby Street. Und da gibt es noch sehr viele schöne kleine Läden, ganz süß. Hier kann man auf jeden Fall krass shoppen gehen. Vom Shoppen zum Abfressen geht es aber erst in Teil 2, denn wir sind am Ende angekommen. Wir haben nicht nur die größten Sehenswürdigkeiten unter die Lupe genommen, sondern schon die ersten Food-Reviews und Geheimtipps im Westen der Stadt angeschaut. In Teil 2 geht es dann nach Camden und Brick Lane mit den krassesten Foodmärkten der Stadt und wir schauen uns London von oben an und das ganz umsonst. Und danach kommt ja auch noch Irland. Vergesst also nicht zu abonnieren und schaut alle Videos, aber naja, erstmal die Highlights. Haut da rein!